Alles wird teurer. Vor allem das, was wir doch so dringend benötigen: Gas, Wasser und Strom. Wir müssen also sparen. Nur wie? Vor allem, wenn es jetzt demnächst wieder kälter wird. Wir haben in Frankfurt mal rumgefragt. Versuchen, die elektrischen Geräte möglichst wirklich nur dann einzusetzen, wenn ich sie brauche. Also nichts laufen zu lassen. Um ehrlich zu sein, denke ich da nicht drüber nach. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich würde mehr wärmes Kleidung anziehen, ja, zum Beispiel Socken und so weiter. Ich passe generell gut auf, ja, dass das Wasser nicht umsonst läuft, ja. Und Strom, ich mache alles aus, wo es man nicht braucht. Also im Moment machen wir es wirklich so, dass wir den Rasen nicht gießen. Der ist dann eben braun, der muss ja nicht grün sein unbedingt, und warten eben, bis von oben wieder was kommt. Und jeder versucht ja irgendwo in seinem eigenen Haushalt zu gucken, wo er noch eine LED-Lampe einbauen kann, wo er die Heizung runterdrehen könnte. Viel Zeit im Büro verbringen und am besten nicht zu Hause selbst bezahlen müssen. Auch wenn es jetzt noch warm ist, wir können jetzt schon beim Heizen sparen, und zwar mit dem Warmwasser. Man kann jetzt schon Brennstoffkosten reduzieren, indem man sich im ersten Schritt die Warmwasserbereitung anschaut. Und wir haben viele Haushalte, die doch mit sehr hohen Temperaturen das warme Wasser aufrechterhalten. Und dann ist immer im Prinzip die erste Frage: Kann man hier schon eine Reduzierung vollziehen, sodass eine erste Energieeinsparung bei der Bereitung von warmem Wasser stattfindet? Im Klartext: Vielleicht ist die Warmwassertemperatur am Kessel auf 80 Grad voreingestellt. Die kann ohne Probleme auf 65 reduziert werden. Wenn es anfängt, wieder kälter zu werden, wird schnell mal die Heizung angeschmissen. Und auch da gibt's Dinge zu beachten, damit wir nicht zu viel heizen. Also die Wohlfühltemperaturen sind wirklich sehr individuell. Aber wir sollten dann trotz alledem versuchen, unsere Räume zwischen, 18 und 20 Grad und nicht weit darüber hinaus aufzuheizen. Wir kennen das sehr häufig aus der Nachtabsenkung. Das heißt, wir stellen die Heizanlage oftmals von 22 bis 6 Uhr morgens, das ist so eine Standardeinstellung, etwas herunter. Das heißt, wir senken die Temperatur ab. Und dies kann man auch machen, wenn man das Haus verlässt. In der Küche wird auch ziemlich viel Energie verbraucht. Und da gibt's gleich mehrere Sachen zu beachten. Es beginnt mit ganz banalen Dingen, dass man wirklich beim Kochen prüft, dass man mit einem Deckel den Kochtopf schließt. Es geht weiter, dass man die Temperatur im Kühlschrank prüft, schaut, dass die nicht zu niedrig ist. Oftmals reichen 7 bis 8 Grad. Kälter muss es nicht sein. Es wird entsprechend einsortiert im Kühlschrank. Das heißt, warm steigt nach oben, kalt fällt nach unten. Sprich, das, was kälter gelagert werden sollte, lagert man im Kühlschrank unten. Und gerade die Wasch- oder Spülmaschinen haben die sogenannten Ökoprogramme. Auch die lohnen sich, um Kosten zu sparen. Also die Eco-Stufe bei der Geschirrspülmaschine lohnt sich durchaus. Oftmals ist der Trocknungsprozess einfach etwas länger, weil weniger Energie zugeführt wird. Ja, viele wundern sich, dass dann auf einmal die Spülmaschine 1,5 Stunden länger benötigt, als Beispiel. Aber es hängt damit zusammen, dass sie einen anderen Trocknungsprozess anwendet und damit den elektrischen Energieeinsatz reduziert. Im Winter können übrigens auch Tür- und Fensterdichtungen zu Wärmeverlusten führen. Deshalb empfehle ich jetzt im Sommer auch damit zu beginnen, die Fenster in der Wohnung oder im Haus zu prüfen, tatsächlich ein Blatt Papier zu nehmen, dazwischen zu legen. Wenn Sie ein Blatt Papier so durchziehen können, wissen Sie, dass ein Fensterflügel nicht dicht anliegt und dass dort erhöhte Zugserscheinungen auftreten können bzw. Energie entweicht. Das Thermostat an der Heizung hat ja bekanntlich 5 Stufen, und auch bei denen gibt's was zu beachten. Wenn man einen Heizkörper aufdreht, sprich den Thermostatkopf aufdreht, auf 5, wird es im Raum nicht schneller warm, als wenn man es auf 3 macht. Das sind einfach so wirklich ganz banale Dinge, um viel Energie zu sparen, ohne auf Komfort zu verzichten. Doch wenn wir all diese Tipps befolgen, tun wir nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch unserem Geldbeutel.